Hallo ihr lieben Wassermänner, wir schauen, was ich euch für den neuen Monat mitgeben darf. Wow, ihr habt den strahlenden Sonnenschein und das Glück. Und unterm Deck habt ihr noch die Wahrheit mit dem Wind, das Lied des Windes. Hier geht es eigentlich darum, dass man zu sich selbst ehrlich ist, dass man seine eigene Wahrheit entdeckt, erkennt und ausspricht. Erkennt, was einem wirklich wichtig ist und wo man dran vorbeilebt, wo man nicht authentisch sein kann oder wo man etwas macht, nur weil es von einem verlangt wird oder gefordert. Es ist hier ganz wichtig, dass ihr in einem Umfeld seid, wo ihr ehrlich sein könnt, wo ihr euch aussprechen könnt, wo ihr euch selbst auch so präsentiert, dass ihr euch nicht verbiegen müsst. Ja, hier ist der strahlende Sonnenschein, der euch neuen Wachstum bringt, ein bisschen Glück, Hoffnung, die Zeiten werden heller, ihr dürft euer Licht erstrahlen lassen, hier ist Glück im Überfluss, auch Freude, das Leben gedeiht, es bietet viele Möglichkeiten, Begeisterung, die wieder aufkommt und es ist hier so, dass es vielleicht auch sehr schnell auf vielen Bereichen einsetzt. Und ihr dürft ja, im Prinzip mit offenen Armen empfangen, aber auch gucken, dass ihr mit den Dingen, die ihr bekommt, maßvoll bleibt. So, dann schauen wir ein bisschen weiter für die lieben Wassermänner, für das Kollektiv der Wassermänner. Es geht hier vielleicht um das Thema Arbeit, Beruf, Berufung. Es geht darum, irgendwo verankert zu gehen, anzukommen. Guckt mal, hier habt ihr auch gleich die Sonne drauf. Hier sind also gute Möglichkeiten im beruflichen Bereich. Vielleicht sogar sehr viel Energie, die ihr habt, die ihr da reinsetzt, die sich für euch irgendwo auszahlt. Die Sonne ist an sich auch das Ja, das Go, das Glück an sich. Und hier ist es so, dass es das Glück, das ihr habt, sehr ausgleichend wirkt und euch einen Konflikt wegnimmt oder in die Balance bringt, wo ihr sehr viel drüber nachgedacht habt oder euch durchsetzen musstet, für euch einstehen. So, dann habt ihr hier sehr viel männliche Energie. Es kann ja auch um den Beruf eines Gegenübers gehen. Es kann ja auch um Meinungsverschiedenheiten gehen, wie steht der eine zu seinen Dingen und was braucht der andere. Deshalb ist es hier auch wichtig, authentisch zu sein. Ihr habt auf der unterbewussten Ebene sehr den gebenden Teil drin. Ne? Also ihr könnt da richtig reinhauen und ackern und machen und tun. Ihr seid bereit zu investieren. Und in der Mitte haben wir sogar dass es euch das bringt, was ihr euch vorstellt. Dass ihr das, was ihr investiert habt, auf jeden Fall erntet. Möglicherweise dürft ihr auch daran arbeiten, eure Energie so einzusetzen, dass sie euch dienlich ist, dass sie euch stabilisiert. Möglicherweise darf euer Energielevel auch in eine Balance kommen. Ich habe hier das Umfeld, der häusliche Bereich, die Familienthemen in der jüngeren Vergangenheit, die hier irgendwie Einfluss nehmen. Kann auch sein, dass man so einen Balanceakt gemacht hat zwischen Arbeiten, zu Hause sein. Ist einerseits auch das gute Fundament, auf das ihr gebaut habt. Hier kommen langfristige Dinge, neues Wachstum auf jeden Fall, mehr Erdung, Vitalität könnte ein Thema sein. Dass ihr auch auf die berufliche Situation einspielt irgendwie. Vielleicht passt ihr da was an, womit es euch besser geht. Sonne und Baum ist für mich auch mehr Lebensenergie, Wachstumsenergie. Das Leben dreht sich wieder auf die Sonnenseite. Ich sehe in eurem eigenen Haus sehr viel Mangelgedanken.
Etwas nagt an euch. Vielleicht schwächelt ihr auch gerade so ein bisschen, ne, energetisch. Oder ihr habt so das Gefühl, es mangelt mir auch an Beziehung oder Verbindung. Hier kann sich eine berufliche oder häusliche Situation sehr gut stabilisieren, drehen oder auch auf neue Beine stellen. Ich sehe, dass das Umfeld sehr viel Verbindungen mitbringt oder Möglichkeiten, verbindlich auch zu sein. Der ein oder andere lässt hier auch Dinge weg, um dass es ihm besser geht. Ihr habt hier eine sehr starke Konfrontation mit dem Thema Träume, Wünsche, Sehnsüchte, langfristiges Weiterkommen. Der ein oder andere plant vielleicht eine Reise oder ist viel unterwegs, auch das kann sein, aber man sieht Erweiterung. Nähe- und Distanzthemen sind hier auch, die sich zeigen. Ihr habt ja den Neubeginn, alles was mit euren Kindertagen zu tun hat. Man sieht Freundschaften, man sieht Arbeitskollegen, man sieht Menschen, die in euer Leben kommen. Ich sehe aber auch, dass ihr einiges abblockiert, vielleicht auch das, was euch nicht mehr gut tut. Das ist im Kollegenkreis, im häuslichen Bereich. Und ich sehe, dass ihr bewusst zu etwas Nein sagt, was euch nicht mehr dienlich ist. Das ist vielleicht auch der Punkt, wenn man die eigene Wahrheit findet, dann kann man für sein eigenes Wachstum und seine eigenen Dinge, Kleinigkeiten auch weglassen, die immer wieder Konflikte mitbringen. Möglicherweise geht es um eine neue Situation am Arbeitsplatz, mit einer Person, mit einem Gegenüber oder im häuslichen Bereich. Ich habe aber auch, dass ihr irgendetwas minimieren könnt und wieder mit Freude an die Dinge rangeht. Ihr habt das Glühwürmchen. Ihr dürft euch öffnen für magische Momente, für den Zauber des Lebens, das Gefühl von Freiheit und Glück. Ihr habt ja hier den strahlenden Sonnenschein. In der Mitte habt ihr die Sonne und das Glühwürmchen. Das ist in warmen Sommernächten unterwegs und versprüht da seinen Zauber. Also vielleicht auch die Sommerenergie, die euch wieder ganz neu aufstellt. Und die Glühwürmchen lehren eigentlich, dass man das eigene Licht entfacht. Und dass es egal wie dunkel um es einen draußen rum ist, dass man strahlen kann. Herzöffnung ist hier auch die Konzentration auf das Warme, auf die Liebe, auf das Licht. Und es gibt so zauberhafte Augenblicke, die euch jetzt bereichern oder den Alltag erhellen. Wunderbar. Welche Pflanze habt ihr noch nicht am Start? Ui, das sind 3. Gucken wir. Ja, holt eure Träume hervor. Überlegt euch, wo ihr sein wollt. Auch hier ist wieder eine Hole die Träume ans Licht. Licht, Sonnenschein scheint für euch wichtig zu sein. Ihr habt die Haselnuss, damit könnt ihr die Schleier lichten, also überall da, wo sich jetzt nichts zeigt. Ihr habt auch eine besondere Verbindung, um hinter Situationen zu gucken oder zwischen die Welten. Und ihr habt hier noch das Kleeblatt. Das Glück liegt vor euch. Wunderschön. Die Wassermänner sind schon eine längere Zeit echt begünstigt in den Legungen. Ja, wenn irgendetwas ansteht, nutzt die Zeit, nutzt eine Chance, bevor sie abgelaufen ist. Also nichts verdrödeln oder so, sondern Zeit nutzen, wenn sich etwas anbietet, das Beste daraus machen. Und ihr könnt hier vielleicht durch einen kleineren Richtungswechsel oder etwas, was ihr im kleineren Bereich anders macht, große Dinge erwirken. Liebe Wassermänner, ich drücke euch bis bald.